Im Folgenden werden die Bezeichnungen einiger 3D-Vista-Aktionen erklärt, die zum Erstellen einer Tour verwendet werden können. Um in Ihrem Projekt zu den Panorama-Aktionen zu gelangen, klicken Sie in der Projekt-Playlist auf Ihr gewünschtes Panorama und dann an der rechten Seite auf das blaue Plus unter Panorama Actions. Es gibt eine Vielzahl an Aktionen, die man zu einem Panorama, einem Hotspot oder einem anderen Medium hinzufügen kann. Einige dieser Optionen haben einen VR-Support. Das bedeutet, sie können auch mit einer VR-Brille erlebt werden. Diese Aktionen werden durch das blaue VR-Headset an der oberen rechten Ecke gekennzeichnet. Die Funktionen Pop-up-PDF, URL öffnen, Datei herunterladen sowie Audio erklären sich durch ihre Bezeichnung selbst. Es können PDF-Dateien eingebunden, Links geöffnet, Dateien heruntergeladen sowie Audios abgespielt werden. Wir nennen hier nur die nach unseren Erfahrungen gemäß wichtigsten Elemente. Zu den am meisten verwendeten Aktionen gehört Hotspots anzeigen, verstecken. Wie der Name impliziert, lassen sich hiermit nach Ausführen einer Aktion, zum Beispiel klicken, ausgewählte Elemente im Panorama verstecken oder anzeigen. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Panorama-Aktionen unter dem Reiter Panoramen Projekt nur beim Betreten und Verlassen des Panoramas ausgeführt werden können. Die Hotspot-Aktionen im Reiter Hotspots haben eine größere Auswahl für das Auslösen der Aktion. Wählen Sie in der Liste aus, welche Elemente versteckt oder angezeigt werden und welchen Effekt dies haben soll, also ob das Element angezeigt oder versteckt werden soll. Mit Infofenster öffnen können Sie ein Pop-up-Fenster auftauchen lassen. Unter Panorama-Aktionen beim Betreten des Panoramas oder beim Verlassen. Alternativ können Sie diese und alle anderen Aktionen auf einen Hotspot anwenden. Navigieren Sie dazu zum Reiter Hotspots und wählen Sie ein gewünschtes Icon unter Bilder oben rechts aus. Unter den Hotspot-Aktionen haben Sie mehr Optionen für das Auftauchen des Infofensters, zum Beispiel beim Klicken oder beim Rollover. Sie können einen Infotext verfassen, unter den Texteinstellungen und das Fenster mit einer Kopf- und Fußzeile versehen. Die Option Close-Button versieht Ihr Fenster mit einem X zum Schließen. In der Regel sind die nötigen Einstellungen bereits standardmäßig aktiv. Der Pop-up-Webframe funktioniert ähnlich wie das Infofenster, jedoch ist es hier möglich, eine Internetseite in Ihrer 360-Grad-Tour einzufügen. Die Voraussetzungen hierfür sind, dass die Linkadresse mit HTTP oder HTTPS startet und die gewünschte Website iframe nicht blockiert. Beispielsweise YouTube-Videos oder H5P-Inhalte können hierfür problemlos verwendet werden. Besonders bei H5P-Inhalten kann die Interaktivität gesteigert werden. Fügen Sie einfach Ihren Link unter Insert URL ein. Dasselbe ist mit Videos möglich. Hierbei wird eine Videodatei eingefügt, die nach einer bestimmten Aktion angezeigt und abgespielt wird. Sie können entscheiden, ob es nur einmal abgespielt werden soll oder sich wiederholt, bis das Videofenster geschlossen wird. Das Pop-up-Feature ist auch mit anderen Medien möglich, beispielsweise 3D-Modellen oder Standbildern. Wir empfehlen, zunächst bei den erklärten oder sich selbst erklärenden Aktionen zu bleiben, da die Handhabung von zum Beispiel 3D-Modellen in einem anderen Video für Fortgeschrittene behandelt wird. Dasselbe gilt für 360-Grad-Videothematik. Alle in diesem Video nicht genannten Aktionen sehen wir als Aktionen, die in komplexeren oder fortgeschritteneren Szenarien Anwendung finden können. Kommen Sie bei Fragen gerne auf das Fuels-Team zu.